Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem wunderschönen Sommercardigan. Für diesen Cardigan benötigt ihr einmal euren Brustumfang. Ich häkel hier wie immer für Größe M, Größe 38. Und ihr könnt das Ganze nun auf eure Größe anpassen, indem ihr einmal euren Brustumfang nehmt. Bei Größe M sind es immer in etwa 100 cm. Teile diese durch 2, komme somit auf 50 und rechne nochmal 10 drauf und komme somit auf 60. Also nehmt ihr jetzt euren Brustumfang, teilt diese Anzahl durch 2 und auf euer Ergebnis rechnet ihr einfach nochmal 10 cm drauf. Und dann haben wir schon mal die Breite. Als nächstes schaut ihr, dass ihr einmal unterm Ärmel herabmesst, wie lang eure Jacke ungefähr werden soll. Hier werde ich mich für 40 cm nur entscheiden, weil es halt etwas Sommerliches und Kurzes werden soll. Zudem kommt ja auch noch hinzu, dass die Wolle sich noch etwas aushängt. Es kann sein, dass sich das um 5 bis 10 cm sogar später noch verlängert. Weiß man nicht, daher nehme ich hier nur 40 cm. Und die letzte Angabe, die wir benötigen, ist die Ärmelhöhe. Da könnt ihr von einem gut sitzenden Pullover oder Jacke, wo euch die Ärmelaussparung am angenehmsten ist, einfach mal die Ärmelhöhe nehmen. Hier werde ich mich für 15 cm entscheiden, da dies nicht zu lang sein soll. Man trägt ja nur einen Top im Sommer höchstens drunter und da braucht man dann auch nicht so einen unglaublich weiten Ärmel. Und nun kommen wir zu dieser einfachen Form, die ich euch zugesagt habe. Wir häkeln erst einmal ganz simpel nur ein Rechteck. Und zwar mit der Breite Brustumfang geteilt durch 2 plus 10 cm mehr. Das waren bei mir 60 cm. Dann hatte ich gesagt 40 Höhe. Das heißt, hier teilt sich noch mal ein kleiner Teil ein. Und von hier bis hier wären es 40 cm. Und danach nehme ich mir noch mal die Ärmelhöhe mal 2, das wären dann 30, und häkel dieses Stück nochmal in 30 cm dran. Somit hätte ich insgesamt eine Gesamtlänge von 70 und mehr ist das auch nicht. Ich werde ein Rechteck häkeln für Größe M, 60 x 70 cm und ihr entsprechend auf eure errechnete Maße. Und dann würde ich sagen, an die Nadeln und los geht's. Für diesen einfachen Sommercardigan habe ich mich für ein Schwarz-Weiß-Bobbel entschieden. Und das Ganze häkel ich mit einer 4er Nadel und einem vierfädigen Bobbel. Alle Angaben zur Wollennadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und solltet ihr das Ganze nicht finden, erinnert mich einfach daran, euch das in den Kommentaren anzupinnen. Für dieses Muster benötigen wir eine Maschenanzahl teilbar durch 3 plus eine mehr. Ihr schlagt also nun eine Kette an auf eure errechnete Maße, zählt diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 3 sein. Am Ende häkelt ihr nochmal eine zusätzliche Masche, um das Endstäbchen zu gewährleisten. Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, auf eure errechnete Maße, durchgezählt teilbar durch 3 plus eine mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag, lassen die erste Masche frei, stechen in die zweite ein und häkeln dort ein Stäbchen hinein, eine Luftmasche und ein Stäbchen und haben somit unser erstes V gehäkelt.
Danach machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort in die gleiche Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen und haben somit unser zweites V. Wichtig ist hier, dass jedes V 3 Maschen benötigt. Deswegen lassen wir am Anfang nur eine Masche frei und zwischen den Vs immer 2. Die linke ist für das linke und erste V und die rechte für das zweite V. Nun wieder einen Umschlag, 2 Maschen frei lassen und in die dritte ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen frei lassen und in die dritte Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Umschlag, 2 Maschen frei lassen und in die dritte Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe, nachdem das letzte V gehäkelt wurde, müsstet ihr so auskommen, dass ihr noch 2 Maschen frei habt. Eine, die wir fürs V freilassen müssen. Und in die letzte häkeln wir das Endstäbchen. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen und nun orientieren wir uns einfach nur an den Vs. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht dazwischen stecht. Das Dach muss nach unten zeigen und nicht nach oben. Umschlag, in das V einstechen, einfach um die Kette herum, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Umschlag, nächstes V, einfach um die Kette herum, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Umschlag, nächstes V, um die Kette herum, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und so die ganze Reihe. Ganz einfach. Und am Ende in das letzte V ein V und danach einen Umschlag und in den Steigeluftmaschen der Vorreihe in der dritten Masche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 2. Kommen wir zu Reihe 3. Der Anfang bleibt immer der gleiche. Wir machen 3 Steigeluftmaschen und achten auch hier wieder darauf, in das V einzustechen, einfach um die Kette herum, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Umschlag, nächstes V, einstechen, um die Kette herum, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und mehr ist dieses Muster auch nicht. So, und ich werde jetzt einfach erst einmal Reihe für Reihe so weiter häkeln, bis ich meine ersten 40 cm erreicht habe. Das ist ja der Hauptkörper. Von unter der Ärmel herabgemessen, wie lang meine Jacke in etwa werden soll. Und wenn ich diesen Teil geschafft habe, zeige ich euch schon mal das erste Ergebnis. Also lasst die Nadeln glühen und dann sehen wir uns gleich wieder.
Zurück nach 30 Reihen habe ich meine 40 cm Höhe erreicht und somit den ersten Teil schon mal geschafft. Nun setze ich mir links und rechts einen Marker und im zweiten Teil kommt jetzt die Ärmelhöhe mal 2. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich mir eine Ärmelhöhe von 15 cm vorstelle. Diese muss ich mal 2 nehmen, also aufgeklappt vorstellen und komme somit auf 30. Also häkel ich jetzt ab hier weiter gerade, so wie wir auch angefangen haben, so wie der Hauptteil ist, nochmal 30 cm dran. Wichtig hierbei ist, dass ihr dort links und rechts euch einen Maschenmarkierer setzt oder ein Stück Wolle durchfädelt, damit ihr dann später, nachdem ihr die Ärmelhöhe dran gemacht habt, auch wisst, wo ihr das Ganze befestigen müsst, nachdem umgeklappt wurde. Also ab hier nun weiter häkeln auf eure Ärmelhöhe mal 2. In meinem Fall 15 cm mal 2, also 30 cm mehr. Somit habe ich dann am Ende einmal 40 cm Hauptteil hochgehäkelt und nochmal 30 cm Höhe für die Ärmelhöhe und komme somit auf eine Gesamtfläche von 60 x 70 Höhe. Und wenn ich das geschafft habe, dann kommen wir zum nächsten Part. Bis gleich. Zurück und so sieht das Ganze aus, nachdem ich nochmal 20 Reihen dran gehäkelt habe. Somit habe ich dann umgeklappt meine 15 cm. Nun kann ich den Faden hier erst einmal abschneiden und das Ganze dann kurz vernähen, denn hier sind wir jetzt erst einmal soweit fertig. Im nächsten Schritt klappen wir die Spitzen auf die Stelle von unseren Markern. So, und bei mir sind das jetzt hier 15 cm, also 30 waren es insgesamt, 15 sind es umgeklappt. Und nun nehme ich mir ein Stück Wolle bzw. 2 Stücke Wolle und binde mir die beiden Seiten fest. Also die Spitze, wo der Marker ist, einmal einfädeln und festknoten. Und hier auch. Das ist so die einfachste Variante, um die Ärmel erst einmal zu fixieren. Hier kann ich mir halt meinen Abschlussfaden nehmen. Da schaue ich dann mal, wo ist die Reihe? Steche zwischen die beiden Reihen ein, ziehe mir den Faden einfach einmal durch. Ziehe mir den Faden nochmal durch. So. Und dann können wir das auch einfach mal eben kurz vernähen und haben dann schon mal diese Seite fixiert. Muss auch jetzt nicht festgeknotet werden, denn wir häkeln da gleich rüber und somit wäre die Stelle sowieso fixiert. Also da braucht man gar nicht so viel rumhampeln und können auch direkt den Marker rausnehmen. Das gleiche machen wir nun auf der anderen Seite. Auch hier schaue ich, dass ich so ungefähr in die Mitte der Naht einsteche, mir die Ecke nehme, ziehe mir hier meinen Faden eben durch. So. Und hier kann ich mir das einfach nur ganz leicht verknoten. So. Und damit der Knoten sich jetzt aber auch nicht so schnell löst, weil würden wir jetzt direkt am Knoten abschneiden, könnte es passieren, dass er sich sehr schnell löst, ziehe ich mit der Wollnadel noch einmal das Ganze hier so ein bisschen durch. Und dann können wir uns auch hier von der restlichen Wolle trennen. So, als nächstes kommen wir nun zum Innenradius, denn die Ärmelaussparung haben wir jetzt soweit fertig. Und dazu beginne ich nun hier unten am Rand und mache hier mein Stäbchen. Danach gehe ich einfach um jedes Stäbchen herum und häkel dort ein V. Ganz simpel.
Das Ganze geht dann hoch bis zum Ärmel. Hier habe ich das letzte Stäbchen, hier kommt ein V rein und dann gehen wir hier rüber einfach in das V. Also wir häkeln quasi hier rüber in das liegende Stäbchen ein V und dann direkt rüber in dieses V. Und hier haben wir die Vs ja schon vorgegeben. Das gleiche dann auch auf der anderen Seite, wenn wir wieder rüber gehen, vom letzten V dann in das liegende Stäbchen und dann in jedes liegende Stäbchen ein V aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Unten am Ende der Reihe beenden wir am Rand nach dem letzten liegenden Stäbchen, wo wir ein V reingehäkelt haben, einfach das Ganze mit einem Endstäbchen. Ja, und danach geht das so weiter, Reihe für Reihe. Einfach wieder 3 Steigeluftmaschen und wieder zurück im U. Und so machen wir den Kragen im Innenradius immer hin und her, hin und her. Eine ganz einfache Anleitung für eine Jacke. Kommen wir also einmal zum Anfang. Beginne also unten, häkel hier hoch, gehe vom liegenden Stäbchen in das V, häkel einmal hier lang, dann vom V wieder in das liegende Stäbchen und runter zum anderen Ende. Danach 3 Steigeluftmaschen und das Ganze wieder rum und das so lange, bis man die Jacke entweder schließen kann oder ihr für euch halt empfindet, dass es weit genug ist. Beginnen werde ich einfach unten in der Spitze, fädel meinen restlichen Bubbel ein, beginne mit 3 Steigeluftmaschen, wie wir es auch bei dem Muster die ganze Zeit schon gemacht haben. Und nun gehe ich einfach um jedes liegende Stäbchen herum und häkel erst einmal ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Nächstes liegende Stäbchen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und mehr ist das auch nicht. Und so wie wir hier begonnen haben, so beenden wir auch die Reihe auf der anderen Seite, machen wieder 3 Steigeluftmaschen, wie wir es kennen, und häkeln wieder zurück. Und das Reihe für Reihe für Reihe. Ganz leicht. So, hier bin ich nun beim Übergang angekommen. Also hier ist jetzt der Ärmel und hier der Übergang zum hinteren Teil, also zum Rückenteil oder Nacken. Hier ist mein kleines Knötchen, wo wir das Ganze verbunden haben und gehe nun rüber und achte darauf, dass ich in das V reinsteche. Das Dach zeigt nach unten und einfach dort ein V reinhäkel. Dabei darauf achten, dass diese Masche sich nicht zu weit auseinander zieht, sonst würde dieses Löckskin hier noch größer werden und das wollen wir nicht. Das gleiche dann auch auf der anderen Seite. Und dann wieder ganz normal runter und die Reihe mit einem Stäbchen beenden. Nach 20 Reihen sieht der Cardigan so aus. Ich kann ihn schön locker schließen. Ich kann den Kragen hochklappen oder auch schön weit über die Schultern tragen. Und den Cardigan vorne mit einer Schnalle oder einem Gürtel wunderbar schließen. Und dann kommen wir als nächstes zu den Ärmeln. Kommen wir zu den Ärmeln. Hier werde ich im Achselbereich beginnen und in jeder Reihe die Richtung wechseln, damit die Naht immer schön in der Mitte bleibt und nicht den Bogen um den Ärmel herumschlägt. Zudem schaue ich, dass ich jedes liegende Stäbchen jetzt mit einem V behäkel. Wichtig ist dabei, dass ihr auch auf der anderen Seite nachher die gleiche Anzahl habt und lasse hier aber die Mitte aus. So zieht sich das Ganze zusammen und ihr seid nicht gezwungen, ein Stäbchen in die Mitte zu häkeln, um das große Loch zu schließen. Da muss aber jeder für sich selbst einfach mal schauen, wie ihr den Kniff rauskriegt. Ich beginne also hier im Achselbereich in dem linken liegenden Stäbchen, fädel dort ein und häkel insgesamt 4 Luftmaschen, 3 fürs Stäbchen, eine als Mittelmasche, also als Luftmasche und nochmal danach ein zusätzliches Stäbchen um die gleiche Einstichstelle.
Die Mitte, die lasse ich nun aus und gehe direkt rüber auf die andere Seite und nehme mir auch dort wieder das erste liegende Stäbchen und häkel dort ein V hinein. So habe ich auf jeden Fall schon mal einen schönen Übergang im Achselbereich und muss somit auch kein einzelnes Stäbchen in die Mitte setzen. Ein V würde zu sehr erweitern und ein Stäbchen wäre vom Musterverlauf her halt nicht so schön. Das kann aber jeder machen, wie er möchte. Als nächstes verteile ich jetzt ringsherum in jedem liegenden Stäbchen ein V und achte dabei darauf, dass ich nachher auch auf der anderen Seite die gleiche Anzahl habe, denn sonst werden die Ärmel unterschiedlich breit. Und am Ende der Reihe oder Runde, wenn ihr dann einmal rum seid, das letzte liegende Stäbchen behäkeln und dann in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einer Kettmasche die Runde schließen. So, jetzt zählen wir einmal die Vs durch, schreiben uns diese auf den Zettel oder behalten sie auch so im Kopf, damit wir diese auf den anderen Ärmel auch übertragen können. So, als nächstes ist wichtig, dass wir in jeder Reihe die Richtung wechseln. Ich habe jetzt hier mit einer Kettmasche geschlossen, wende und mogel mich in das erste V mit einer Kettmasche zurück. Diese kann ich auch schön zuziehen, damit wir einen schönen geraden Abschluss haben. Mache wieder meine 4 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, eine Luftmasche für dazwischen und ein zusätzliches Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und ab hier jetzt wieder in jedes V ein V. Und das dann einmal rum. Rum sind ins letzte V, ein V hineinhäkeln und danach in der dritten Steigeluftmasche mit einer Kettmasche schließen. Und Runde 3 wenden wir wieder, mogeln uns wieder mit einer Kettmasche in die Mitte des Vs, können diese auch etwas zuziehen, beginnen wieder mit 4 Steigeluftmaschen, 3 für ein Stäbchen, eine um rüber zu kommen und danach ein zusätzliches Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Und somit haben wir dann die Naht schön in der Mitte und bleiben perfekt gerade im Achselbereich, bis wir den Ärmel zu Ende gehäkelt haben. Und haben somit auch keine Naht, wenn man sie denn dann sieht, die sich um den Ärmel herumzieht. Oder kommen am Ende des Ärmels oben aus. Sondern bleibt alles schön unten. Ja, und so häkle ich jetzt Reihe für Reihe so lang, bis mein Ärmel für mich lang genug ist. Nach 30 Reihen ist mein Ärmel soweit lang genug und ich kann danach zur Runde schließen. Auch hier wieder mit einer Kettmasche in der dritten Masche von unten angezählt, in den Steigeluftmaschen. Und nun werde ich, damit das Ganze nicht so schnell ausfranst, noch einen Abschlussrand dran fügen. Und hier werde ich ganz normal mit dem häkeln, den ich am liebsten nehme, nämlich mit dem verdrehten Rand. Dazu gehe ich jetzt immer in ein V hinein und einmal zwischen die Vs. Dann wieder in ein V und dann wieder zwischen. Ich gehe also hinein, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, verdrehe die Nadel nach hinten und masche dann die Schlaufe ab. Hier sollten sich Anfänger auf jeden Fall einen Marker setzen, damit ihr einmal seht, wann ihr rum seid. Als nächstes gehe ich zwischen die beiden Vs. Hole wieder den Faden durch, ziehe beide Schlaufen nach oben, verdrehe die Nadel nach hinten und masche das Ganze ab. Danach wieder in das V, um die Kette herum, beide Schlaufen nach oben ziehen,
Nadel nach hinten verdrehen und abmaschen. Nun wieder dazwischen, beide Schlaufen nach oben ziehen, nach hinten verdrehen und abmaschen. Dann wieder in das V und dann wieder zwischen. Und in diesem Rhythmus jetzt einmal komplett herum und dann bekommt ihr so einen schönen Abschlussrand. Und so sieht der Ärmel fertig aus. Abschlusskante ist fertig. Das Ganze kann jetzt nicht mehr so stark auslatschen und vor allen Dingen ausfransen, da wir hier einen schönen festen Rand haben. Dieser Rand hat eine Innen- und eine Außenseite. Je nachdem, in welche Richtung ihr den Rand häkelt, habt ihr die entsprechende Seite. Dementsprechend auch darauf achten, wenn ihr den anderen Ärmel häkelt und ihr bemerkt, dass die nicht gleich sind, dann einfach mal die Richtung wechseln, damit ihr das Muster auf die andere Seite bekommt. Ja, ihr Lieben, und das war's dann auch. Dann kommen wir noch kurz zum Endergebnis. Und fertig ist dieser hübsche Sommercardigan. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.